Willkommen Modellbahnfreunde, willkommen Freunde der Spur der Mitte und wie ihr hier seht, eine andere Anlage, auch meine Anlage. Wer meinen Kanal schon recht lange, also ein paar Jahre verfolgt, der wird wissen, um welche Anlage es sich handelt. Beim Stöbern meiner Archive bin ich auf diese Aufnahmen von 2017 gestoßen, und zwar ist das meine alte TT-Anlage, die ich leider habe verschrotten müssen. Mit der hatte ich selbiges vor wie mit der Anlage Plankenheim, nämlich aus einem Rohbau oder halbfertigen Rohbau und Abriss wieder eine nach heutigen Standards wirklich ansprechende Modellbahnanlage zu bauen. Leider war das aus diversen Gründen nicht machbar, und das will ich euch heute in dem Video ein bisschen zeigen. Die Aufnahmen sind eigentlich verschütt gegangen zu der Zeit, weil ich da schon die Anlage Plankenheim hatte und einfach vergessen habe, das Video dann irgendwann mal hochzuladen. Umso besser, dass wir es jetzt gefunden haben, diesen Archivfund, und ich euch noch ein bisschen was zur Anlage, die keinen Namen trägt, zeigt, also zu meiner alten TT-Anlage, und ihr könnt in der Zeit etwas die Zugfahrten genießen. Um die Anlage etwas besser sehen und verstehen zu können, nun ein paar Aufnahmen aus der Totalen, um die Anlage für euch besser einschätzen zu können. Sie war etwas breiter und etwas kürzer als Plankenheim, aber hatte einen wesentlich größeren Bahnhofsbereich mit längeren Gleisen, einen schöneren Güterbahnhofsbereich und 3 Fahrkreise zum Fahren. Die ganzen Felsen wurden mit Gips hergestellt. Das gab der Anlage natürlich auch ein massives Gewicht. Also sie war wirklich wesentlich schwerer als Plankenheim. Die Felsen waren wirklich gut gestaltet, hat mir, wie hier in der Detailaufnahme, immer wieder wirklich gefallen. Also die Anlage hatte viel Potenzial. Leider haben die Hinterbliebenen des Verstorbenen, der die Anlage erbaut hatte, die ganze Anlage einmal in der Mitte zersägt, und das war die Schwierigkeit, denn die Anlage war als Gesamtes gebaut und konnte aber so nicht aus dem Keller befördert werden, und das hat sie nachhaltig kaputt gemacht, die Spanten. Da gab es dann einige Schäden, die ich erst später entdeckt habe, und ich musste Löcher reinsägen, um überhaupt an die Kabel zu kommen, und deswegen habe ich mich dann später final dazu entschieden, die Anlage doch nicht weiterzubauen. Da ich dann auch im Internet eben Plankenheim, die ich heute habe, gefunden hatte, habe ich mich entschieden, die namenlose Anlage nicht weiter zu renovieren und neu aufzubauen, sondern das mit Plankenheim fortzufahren. Wobei die Anlage auch Potenzial hatte, aber ich habe leider keinen Platz für 2. Aber wie ihr seht, verfolge ich das Konzept der Renovierung einer Modellbahnanlage schon ein zweites Mal und bin nach wie vor davon überzeugt, aus alt macht neu sozusagen. Anlagen, die ein gutes Grundpotenzial haben, sind für mich immer rettenswert. Das heißt, vielleicht auch ein kleiner Aufruf dazu, wer jemanden kennt und nicht weiß, wohin mit seiner Modellbahnanlage und sieht aber darin Potenzial, die gut zu renovieren, der darf sich auch gerne bei mir melden. Ihr habt da durchaus Kapazitäten, um Anlagen auch einzulagern, denn ich finde es schade, immer alles abzureißen und neu aufzubauen, sondern durchaus lohnt es sich, Anlagen auch zu renovieren, zu retten, in die Neuzeit zu holen, Technik umzubauen und nicht immer alles abzureißen, ist für mich auch eine Form der Nachhaltigkeit, wobei ich jetzt da nicht irgendwie groß drauf rumreiten will, aber ich sehe da immer viel Potenzial, und ich finde, mir macht das auch Spaß, aus alt neu zu machen und Dinge zu ergänzen und dabei aber das Gute
der Anlage den Grundstock zu bewahren und zu erhalten. Da habe ich immer viel drin gesehen. Das habe ich auch gerne bei meinem Großvater gemacht. Dinge renoviert oder umgebaut und ja, das habe ich dann eigentlich auch hier in dieser Eisenacher Anlage gesehen, wo sie herstammt, aus Eisenach, und hatte mir damals vorgestellt, mein TT-Modellbahntraum auf dieser Anlage zu leben. Heute ist es Blankenheim. Auch da glaube ich nicht, dass es die letzte Anlage ist, aber im Moment die Anlage, die ich gerne haben möchte und mit der ich noch weitere Ideen umsetzen möchte, wird wahrscheinlich meine Ausstellungsanlage, der große Traum, nochmal eine richtig große Fahranlage mit Hauptstrecke, mit elektrifizierter Hauptstrecke zu haben. Der schwellt noch in mir, aber ich habe ja auch noch ein paar Tage Lebenszeit vor mir, um solche Dinge umzusetzen. So, nun genug geredet. Ich hoffe, euch haben die Archivaufnahmen etwas gefallen aus dem Jahr 2017. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2024 und ich hoffe, ihr bleibt der Modellbahn gewogen, ihr bleibt meinem Kanal treu und habt noch etwas Freude an den Aufnahmen mit der alten TT-Anlage von mir. Ich habe auch noch eine Playlist, alte TT-Modellbahnanlage, und jetzt zum Abschluss gibt es noch ein paar Standbilder als Impressionen der alten Anlage. Schaut doch gerne auch nochmal in die alten Videos der alten TT-Modellbahnanlage. Einen guten Rutsch euch und bis bald. Ciao.